Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir schauen heute, welche Überraschungen, Warnungen oder Highlights finden wir in der nächsten Woche im Kollektiv. Ui, die Wellen des Wohlstandes bringen uns neue Fülle und spannende Chancen. Wir haben Hilfe, Beistand von oben. Bei manchen ist es so, dass man es noch nicht erkennt, aber dass es eben in der Vorbereitung ist. Und wir haben, dass das Schlimmste bereits hinter uns liegt und wir auf neue positive Erfahrungen gucken. Ich brauche den Platz, deshalb lege ich das mal weg. Und dann legen wir los. Das Leben spricht mit uns, die langwierigen Prozesse, die Vitalität, die Wurzeln. Irgendetwas kommt wieder in Bewegung. Vielleicht auch Gespräche, die sehr erdend sind, Austausch über die Lebenssituation. Jetzt zeigt sich gleich der Stern bei etwas, was sich vielleicht lange gezogen hat oder wo viel Umbruchsstimmung ist oder auch Belastung war. Mit dem Stern werden die Dinge klarer, es gibt glückliche Wege, es gibt gute Entscheidungen, es gibt Möglichkeiten und Chancen, die haben wir hier schon, die Erfolge mitbringen und irgendwo auch das Gefühl der Sicherheit. Und jetzt kommt noch die Sonne. Da dürfte bei einigen auch in der Liebe die Sonne aufgehen oder sie öffnen ihr Herz oder sie entscheiden sich für irgendeine Sache, die sie mit Herz noch machen, wo sie vorher viel Energie in falsche Richtungen gesteckt haben oder viel Energie auch verschwendet haben. Das ist hier so die Möglichkeit, etwas zu erkennen, was dann ja einfach einen anderen Weg mitbringt. Hier ist es auch ein bisschen so, dass Zweifel aus dem Weg geräumt werden. Ich sehe irgendwie, dass wir uns genügend mit Schattenthemen beschäftigt haben, dass wir unsere Gefühle nach außen bringen. Ich habe das Haus, die Häuslichkeit, die schnelle Veränderung. Es kann jetzt hier sein, wenn ihr irgendwelche Themen habt mit dem Vermieter oder mit irgendjemand im häuslichen Bereich, Handwerker können es auch sein oder so, dass da schnell etwas kommt, was eine Veränderung mitbringt, die sehr genesend ist und sehr stabilisierend. Der ein oder andere kriegt vielleicht eine ganz schnelle Wohnungszusage oder hat eine Möglichkeit für einen neuen Mietvertrag oder Veränderungen im häuslichen Bereich, was Verträge anbelangt. So, wir haben die Wunscherfüllung, diesmal bei einer guten Nachricht. Das kann ein Telefonanruf sein, ein Brief, eine Sache, auf die man wartet, ein Gespräch, das sehr konfliktlösend auch ist. Und es kann hier auch um berufliche Situationen gehen oder tatsächlich um berufliche Situationen der Kinder. Oder an sich, dass man sich minimiert, ne, dass man im kleineren Bereich, ich muss das mal hier hinlegen, gute Ideen hat oder auch Zusagen oder sich irgendwo verkleinern kann. Ich sehe eine wunderschöne Energie am Thema Finanzen. Es kann jetzt an 2 Stellen sein. Möglicherweise ist es auch das Geld eurer Kinder oder 2 Sachen im kleineren Bereich oder gar ein Zuwachs, ein Geldgeschenk. Es kann jetzt hier von einem Amt, einer Behörde kommen oder die Selbstständigen betreffen. Es kann sich um etwas handeln, auf das ihr längere Zeit gewartet habt. Hier unten liegt ein Konstrukt, da hat man vielleicht
Ich nenne euch alle Bereiche, etwas mit den Arbeitskollegen zu tun. Man macht so ein bisschen eine Erfahrung, die vielleicht auch aufzeigt, ne, wo es hapern könnte, die irgendwie blockierend wirkt. Aber an sich ist es so, dass hier die Gespräche so laufen, dass sie eher konfliktlösend sind. Möglicherweise ist es hier so, dass man sich sehr viel ums Familienleben kümmert, um das Gegenüber, um die Kinder, um die Freunde. Mit irgendetwas schließt man Frieden. Kann eine familiäre Situation sein. Für einen oder anderen ist es vielleicht auch so, dass sie die Werte angucken, die sie mit einem Partner noch haben. Was das Konzept so, man klebt aneinander, man ist sich gut Freund, ein bisschen ausblockiert. Es können auch verschiedene Meinungen sein. Aber an sich ist es eine schöne Sache, die hier liegt. Es ist eine Woche, in der wir sehr viel Vorahnungen haben oder unsere Intuition mal befragen können. Wir haben das Element Feuer dabei, sind die Sternzeichen Widder, Schütze und Löwe. Und es ist eine Woche, wo wir produktiv werden können, wo es wichtig ist, dass wir irgendetwas tun, uns zurechtschneidern, uns zurechtzimmern. Und wir wissen vielleicht auch schon irgendwo, an welchem Bereich es sein darf. Das ist hier noch Element Erde, also Stier, Steinbock und Jungfrau. Wir haben den Hecht dabei mit dem Thema Achtsamkeit. Das ist das, was wir hier haben. Ne? Hier ist irgendwo ein Ungleichgewicht. Es kann sich auch über die berufliche Situation zeigen. Ein Ungleichgewicht im Machtgefüge. Hier ist es einfach so, dass wir eine Woche haben, wo wir prüfen, überdenken, gucken, wo stecken wir zu viel rein oder zu wenig. Man beobachtet sozusagen, man entschleunigt und es ist einfach wichtig, dass wir achtsam sind und umsichtig. Und es geht ein bisschen um, hier kommen plötzliche Veränderungen, auch um die Zeit, ne, die man dem Ganzen gibt oder der Veränderung gibt. Und es ist hier eher so, dass man einen Gang runterschaltet, weil es irgendwo später eine Situation gibt, die uns Früchte bringt, da wo wir jetzt eben vielleicht entschleunigen. Die Affirmation ist hier, man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wir haben, dass wir ein bisschen mehr abgeben dürfen nach oben und in unsere eigenen Angelegenheiten investieren. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns morgen früh. Ich drücke euch bis bald.